Hallo Freunde, die Stoffe, Materialien und Technologien, die wir in dieses Video aufgenommen haben, gehorchen nicht den Gesetzen der Physik. Sie existieren, als ob sie diesen Gesetzen zum Trotz existieren und durch ihre bloße Anwesenheit die Realität in Frage stellen. Gleichzeitig sind sie alle real und real, das Unglaublichste. Gegen Ende dieses Videos werden Sie natürlich sehen, dass wir mit Europium beginnen, das zur Lanthanoid-Gruppe im Periodensystem der Elemente gehört. Alle Elemente dieser Gruppe belegen bestimmte Positionen in der Tabelle. Stattdessen zeichnen sie sich durch ungewöhnliche Eigenschaften aus, Europium vermittelt jedoch den seltsamsten Eindruck. Dieses Element zeichnet sich vor allem durch eine anomale chemische Aktivität aus. Wenn wir es in Wasser geben, löst es sich sofort darin auf, aber Magnesium beispielsweise mag Europium überhaupt nicht. Auch an der Luft verhält es sich seltsam, in wenigen Tagen verwandelt es sich in ein Oxidpulver, das unter ultraviolettem Licht einen roten Farbton annimmt. Aus diesem Grund wird es in leuchtenden Leuchtstoffpulvern verwendet. Seine Teilchen ebenfalls. Sie geben Leuchtfarben für Euro-Banknoten heraus, und Europium ist es zu verdanken, dass ihre Bildschirme und Monitore eine tiefrote Farbe haben. Ein weiteres Material mit absolut einzigartigen Eigenschaften ist pyrolytischer Graphit. Es besteht aus vielen Graphenschichten, aber pyrolytischer Graphit hat völlig andere Eigenschaften. Es ist stark diamagnetisch, was bedeutet, dass es einen Magneten mit viel größerer Kraft abstößt als jedes andere Material. Es spielt keine Rolle, auf welches Feld es blickt. Zum Beispiel ein Block, der aus 9 Magneten besteht, die in einer bestimmten Reihenfolge miteinander verbunden sind. Über diesem Block schwebt eine Platte aus pyrolytischem Graphit. Es versteht sich von selbst, dass man den Levitationseffekt mit einem geringen Graphitgewicht erreichen kann, aber wenn man einen größeren Magneten nimmt, kann man den gleichen Effekt mit einem schwereren Stück Graphit erzielen. Pyrolytischer Graphit hat noch eine weitere einzigartige Eigenschaft. Er ist der beste Wärmeleiter aller bekannten Stoffe. Nehmen wir ein Brett in die Hand und versuchen es mit diesem Brett zu schneiden. Ein Stück Eis beginnt unter Hitzeeinwirkung schnell zu schmelzen und zerfällt in mehrere Teile und dabei handelt es sich um hydrophobe bzw. hydrophobe Materialien. Schauen Sie sich dieses Quadrat aus grüner Flüssigkeit an. Warum behält es seine Form? Warum dringt die Flüssigkeit nicht über die unsichtbaren Grenzen hinaus? Dies liegt daran, dass dieses hydrophobe Material auf die Oberfläche rund um den Platz aufgetragen wurde. Fällt ein Wassertropfen darauf, läuft er einfach herunter. Dies ist der sogenannte Lotus-Effekt. Mit Hilfe eines Atommikroskops durchgeführte Untersuchungen zeigten, dass dieses hydrophobe Nanorelief fast zu 100% mit der Oberfläche von Lotusblättern identisch ist, die in der Natur auf diese Oberfläche fallendes Wasser abstoßen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern der Universität in Sestro beschloss, ein so hochwertiges hydrophobes Material zu entwickeln, dass Tropfen buchstäblich von seiner Oberfläche abprallen. Die Besonderheit dieser Methode liegt darin, dass das Material nicht durch eine zusätzliche Behandlung, sondern durch die Struktur seiner Oberfläche wasserabweisende Eigenschaften erhält. Das bedeutet, dass seine Wirkung nicht aufhört zu wirken. Nach einiger Zeit gibt es dauerhafte Optionen. Die Verwendungsmöglichkeiten dieses Materials sind unbegrenzt, und jetzt werden wir uns mit Wasser befassen, nicht mit gewöhnlichem Wasser, sondern mit trockenem Wasser. Der Name selbst mag den meisten von uns seltsam vorkommen. Bereits in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckten Experten der Firma 3M trockenes Wasser. Es ist noch heute unter dem Markennamen Nosec bekannt. Wissenschaftler haben eine Substanz erfunden, die anders ist als alles, was Menschen jemals zuvor gesehen haben. Derzeit gibt es mehrere Variationen dieser Substanz mit unterschiedlichen Temperaturen und Dichten. Die bekanntesten davon sind die Nuka 649 und 12130. Sie zeichnen sich durch eine hohe Dichte aus, wodurch ihr Gewicht deutlich höher ist als das von gewöhnlichem Wasser. Eine weitere außergewöhnliche Eigenschaft dieser Flüssigkeit ist die geringe Fähigkeit, Stoffe und andere Fasern zu benetzen. Es wird interessant sein zu sehen, was passiert, wenn wir eine Serviette in normales und trockenes Wasser fallen lassen. Trockenes Wasser hat außerdem eine geringe Löslichkeit. Die Fähigkeit hat daher ihren Namen. Trockenwasser wird auch in automatischen Feuerlöschanlagen verwendet. Eine weitere ungewöhnliche Substanz auf unserer Liste ist heißes Eis, es ist im Grunde eine Flüssigkeit.
Was bei der geringsten Berührung mit heißem Eis oder Natriumacetat aushärtet, ändert mit nur einer Berührung seinen Zustand von flüssig in fest in Form von kristallinem Eis. Auf der gesamten Oberfläche bilden sich die gleichen Muster wie im Winter an Fenstern bei frostigem Wetter. Beim Komprimieren entsteht ein Kristallisationszentrum, von dem aus Informationen über den neuen Zustand an die Moleküle in einer Kette übertragen werden. Natürlich ähnelt diese Substanz nur Eis, sie fühlt sich warm genug an, AV-Praxis wird für die Produktion verwendet. Chemische Heizgeräte. Als nächstes steht auf unserer Liste einseitiges Panzerglas, gewöhnliches Panzerglas, das wir schon seit langem kennen. Das Hauptprinzip seiner Funktionsweise besteht darin, Projektile und Stoßwellen zurückzuhalten, aber solches kugelsicheres Glas ist bei Kampfhandlungen nutzlos, wenn es nicht nur darum geht, sich zu verteidigen, sondern auch den Gegner anzugreifen. Schließlich lässt dieses Glas keine Projektile von beiden Seiten durch, doch einer Gruppe von Wissenschaftlern der Firma PAS gelang es, dieses Problem mit dem von ihnen vorgestellten einseitigen Panzerglas zu lösen. Es leitet Projektile von einer Seite AZ durch, von zwei Seiten werden sie gehalten. Dies wird durch das Aufbringen einer speziellen Acrylschicht erreicht. Das Wichtigste ist natürlich, dass Sie die Seiten im entscheidenden Moment nicht verwechseln. Sie haben nun ein Gas vor sich, das in der Lage ist, feste Gegenstände festzuhalten. Es handelt sich um Schwefelfluorid oder Hexafluoridkäse. Füllt man einen geschlossenen Behälter damit, sinkt dieser zu Boden, da er schwerer als Luft ist, und stellt man einen kleinen Gegenstand darauf, beispielsweise ein Folienboot, hält er ihn problemlos auf der Oberfläche. Wenn Sie Gas pumpen, sinkt das Boot auf den Grund. Das Gas hat noch eine weitere besondere Eigenschaft, die Fähigkeit, die Frequenz aller durchtretenden Geräusche zu reduzieren. Wenn Sie eine kleine Menge Schwefelfluorid einatmen, klingt Ihre Stimme wie die Stimme von Darth Vader. Es ist ein anderer Ort. In unserem Ranking gehört es zu einem Thema, das bereits zu Zeiten unserer Vorfahren Aufmerksamkeit erregte. Keltischer Stein, dieses kleine Ding war schon den alten Germanen bekannt. Die Kelten erhielten daher ihren Namen. Es handelt sich um ein ellipsenförmiges Spielzeug, das so konstruiert ist, dass es sich nur zu einer Seite um seine Achse drehen kann. Er möchte sich überhaupt nicht der Gegenseite des keltischen Stammes zuwenden. Dieser Stuhl scheint eine Reihe physikalischer Gesetze zu brechen. Zum Beispiel liegt das Hauptgeheimnis des keltischen Steins im Gesetz der Erhaltung des Drehimpulses darin, dass die Richtung seiner geometrischen Asymmetrieachsen nicht mit der Richtung der Trägheitsachsen übereinstimmt, die durch den Massenschwerpunkt verlaufen. Und nun stellen Sie sich vor, dass die Materie selbst anfängt, die Formen anzunehmen, die Sie sich vorstellen. Wir kennen den 3D-Druck schon seit langem, wenn nach den angegebenen Parametern das, was Sie benötigen, aus dem Drucker kommt. Der 4D-Druck ermöglicht die Herstellung von Objekten, die ihre Form oder Struktur von selbst verändern. Durch die Einwirkung von Wasser mit hoher Temperatur, Licht oder anderen Faktoren. Was passiert mit einem dünnen Holzstreifen, wenn wir ihn auf der ersten Seite mit Wasser benetzen? Er beginnt sich zu verformen, aber diese Verformungen sind unvorhersehbar. Experten aus dem Labor der University of Massachusetts haben gelernt, die Verformung des Materials vorherzusagen, genauer gesagt, sie zu programmieren, so dass wir eine programmierbare Masse erhalten. Die Forscher geben dem Holzmaterial die nötige Form, indem sie das Material an bestimmten Stellen einweichen, an denen die Forscher nicht arbeiten. Mit nur Holz steht bereits eine ganze Reihe verschiedener programmierbarer Materialien bereit, und jetzt stellen wir Ihnen den Turnbeutel vor. Wenn man diese Plastikfigur betrachtet, würde man nie ahnen, welche einzigartigen Eigenschaften sie hat. Ihre ungewöhnliche Form und Zusammensetzung ist das Ergebnis der Lösung eines einzigartigen mathematischen Problems. Bisher waren Wissenschaftler davon überzeugt, dass ein Objekt dieser Form einfach nicht geschaffen werden könne. Viele erinnern sich sicherlich an das Kinderballonspielzeug, das immer wieder in seine Ausgangsposition zurückkehrt. Dies wird dadurch erreicht, dass es sich in seinem unteren Teil befindet. Während der obere Teil der Ladung leer war, machten sich die beiden ungarischen Wissenschaftler Gábor Domokos und Péter Ward daran, herauszufinden, ob es überhaupt möglich ist, ein solch homogenes Objekt zu erschaffen, und es gelang ihnen. Gambit ist ein dreidimensionales Objekt mit einem konvexen Körper auf der Welt mit nur einem stabilen und einem instabilen Gleichgewichtspunkt oder ein monostatisches Objekt. Gambit kann in einem sein. Der einzige Ruhezustand, wenn man es dreht, neigt. Wenn Sie es auf den Kopf stellen, kehrt es immer in seine ursprüngliche Position zurück.
Ursprünglich wurde die Existenz eines solchen Objekts theoretisch durch die Lösung einer sehr komplexen mathematischen Gleichung nachgewiesen. Es dauerte 10 Jahre, es zu lösen, und es wurden zahlreiche Experimente durchgeführt, um dieses Problem zu lösen. Das Modell selbst brachte seinem Schöpfer eine Reihe von Preisen ein. Als nächstes möchten wir Ihnen unterkühltes Rubidium vorstellen. Wissenschaftlern ist es gelungen, Rubidiumatome dazu zu bringen, sich wie eine Substanz mit negativer effektiver Masse zu verhalten. Dies bedeutet, dass die angegebenen Atome aufgrund äußerer Bedingungen nicht auf die Seite des Vektors dieser Aktion zeigten. Newtons zweiter Bewegungsgesetz wird auf jede erdenkliche Weise verletzt. Wenn wir unterkühltes Rubidium stoßen oder werfen, bewegt es sich in die entgegengesetzte Richtung zur Richtung der ausgeübten Kraft. Während des Experiments verhielten sie sich, als würden sie gegen eine unsichtbare Wand fliegen. Jedes Mal, wenn sie sich der Grenze einer Region mit einem sehr kleinen Volumen negativer effektiver Masse nähern, nennen Wissenschaftler das Verhalten beispielsweise von Löchern in Halbleitern. Was jedem Benutzer moderner Elektronik begegnet. Da sich die Rubidiumatome in die entgegengesetzte Richtung zum Vektor bewegten, sprachen die Massenmedien auf der ganzen Welt von der Entstehung einer Substanz mit negativer Masse. Sie ließen das Wort effektiv weg und stellten sich zwei nebeneinander angeordnete Massen vor. Negative Materie wird von positiver Materie angezogen und positive Materie wird von negativer Materie abgestoßen. Daraus folgt, dass auf beide Massen eine Beschleunigung gleicher Kraft wirkt, die jedoch zu einem Versagen führt. Nicht einmal 3 Newtonsche Gesetze, schließlich wird dieses System aus zwei Massen unendlich beschleunigen, es scheint, dass es nur ein dummes imaginäres Experiment ist. In Wirklichkeit lieben Wissenschaftler solche Rätsel jedoch sehr, und das ist alles für heute, meine Freunde. Wenn Sie etwas Neues gelernt haben, geben Sie ein Like, schreiben Sie Kommentare und bis bald.